Unter dem Register Personal kannst du nun deinen Personalaufwand pro Mitarbeiter berechnen lassen. Trage zuerst den Namen ein und gib ein Bruttoentgelt ein. Als nächstes wählst du den Beschäftigungstypen aus. Hier gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten: Angestellte, geringfügig Beschäftigte, GSVG-Gesellschafter oder ASVG-Gesellschafter. Nun gib das Datum der Anstellung ein. Du kannst auch eine befristete Anstellung einstellen, falls dein Mitarbeiter nicht das ganze Jahr angestellt sein soll. Wähle dazu also die Anzahl der Monate aus, in dem der Mitarbeiter in der jeweiligen Planjahr angestellt sein soll. Du kannst ebenfalls auch eine Teilzeitanstellung auswählen und die Anzahl der Stunden, die der Mitarbeiter in der Woche leistet, eintragen. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Berechnung und dient nur als Informationseingabe. Nach Anlage der Mitarbeiter kannst du den gesamten Personalaufwand inklusive der Lohnnebenkosten für die Planungsjahre sehen. Je nach Beschäftigungstyp wird der Personalaufwand unterschiedlich ermittelt. Für den Angestellten sowie den ASVG-Gesellschafter, also angestellter Gesellschafter, wird der Personalaufwand über den Lohnnebenkostenfaktor in den Parametereinstellungen ermittelt. Der Lohnnebenkostenfaktor entspricht circa den aktuellen Lohnnebenkosten, die ein Dienstgeber für angestellte Arbeiter abzuführen hat. Der Lohnnebenkostenfaktor ist individuell änderbar. Es erfolgt im Tool keine angabengenaue Ermittlung der Lohnnebenkosten. Für den geringfügig Beschäftigten werden Unfallversicherung und Mitarbeitervorsorge automatisch berechnet. Der Lohnnebenkostenfaktor findet hier keinen Ansatz. Es wird auch nicht auf lohnsteuerliche Besonderheiten, zum Beispiel Dienstgeberabgabe, eingegangen. Für den GSVG-Gesellschafter werden Kommunalsteuer, DB und DZ automatisch berücksichtigt. Beachte jedoch, dass für den GSVG-Gesellschafter nur 12 Monatsgehälter berechnet werden und die Sozialversicherung nicht mitberechnet wird, da diese nach dem GSVG selbst abzuführen ist. Beachte zudem, dass es in einer Einnahmen-Ausgabenrechnung nicht möglich ist, einen GSVG bzw. ASVG-Gesellschafter auszuwählen. Zu guter Letzt kannst du ebenfalls eine jährliche prozentuelle Gehaltssteigerung mit einplanen. Dazu musst du in der oberen Zeile einen Prozentsatz wählen und den Wert ab dem gewünschten Planungsjahr aktualisieren lassen, indem du auf das Übertragungssymbol klickst. Bei Veränderung des Lohnnebenkostenfaktors im Register Parameter kannst du im Register Personal auch im Ergebnis sehen, wie sich die Veränderung auswirkt. Generell führt ein höherer Lohnnebenkostenfaktor zu höheren Kosten und vermindert somit das Ergebnis. Im Ergebnisbereich der Einnahmen-Ausgabenrechnung siehst du in der Ergebnisübersicht im Punkt Betriebsergebnis deine Personalaufwände und deine Sozialversicherung. Grundsätzlich verringern sie dein Ergebnis bzw. deinen Gewinn. Im nächsten Video schauen wir uns das Register Aufwände gemeinsam an.